Was ist das Gruseligste, was dir jemals passiert ist? Das ist eine interessante Frage zu einer interessanten Uhrzeit. Ja, mir sind ein paar Mal schon so paranormale Erlebnisse sind mir schon ein paar Mal schon passiert, wo ich sehr viel Respekt vor habe, sag ich mal, vor eventuell etwas Höherem, sag ich mal, da draußen, was es geben könnte, wovon wir keine Ahnung haben. Ja, das so ein paar Kleinigkeiten, sag ich mal, sind mir schon ein paar Mal passiert, wo ich mir so sage, Alter, das ist mir jetzt hier schon ein paar Mal untergekommen, da kann man jetzt nicht mehr von Zufall reden. Da ich da so ein bisschen, also ich glaube jetzt nicht so direkt an, weiß nicht, also ich habe jetzt nicht so direkt den Glauben zu Gott, aber, also ich bin jetzt nicht gläubig so, was das angeht, aber ich glaube schon daran, dass es schon irgendwie was Höheres gibt, was definitiv über uns steht. So. Ich weiß halt auch aus eigener Erfahrung, dass halt dass es weiße Magie gibt und dementsprechend muss es auch das Gegenteil geben, und zwar schwarze Magie. Ich weiß das daher ganz genau, weil weiße Magie wird ja für was Gutes verwendet. So. Also wenn man jetzt zum Beispiel in das Thema Besprechung reingeht, ne? Wenn man zu jemandem geht, der einen bespricht und dir Probleme nimmt, wo du sagst, die sind eigentlich nicht lösbar. So. Das wurde bei mir schon angewandt, tatsächlich. Und hat auch funktioniert. Und seitdem her bin ich auch bin ich 100% von überzeugt, dass es sowas gibt. Und wenn dir dann noch paranormale Erlebnisse widerfahren, glaubst du da mehr dran, als wenn du sowas nicht erlebt hättest. Also nur mal als Beispiel, ich hatte als Kind übelst die krassen Probleme mit Warzen. Ich hatte Dornwarzen am Fuß gehabt und zwar richtig heftige. Das waren 3 Stück gewesen, richtig große, in meiner Jugend halt so, in der Schulzeit. Ich konnte halt auf meinem rechten Fuß kaum mehr auftreten, also es ging nicht mehr. Ich hatte so eine Schmerzen gehabt, bin jeden Tag mit Schmerzen aufgewacht, mit Schmerzen zur Schule. Mit Schmerzen bin ich überall lang gegangen, weil ich auf dem Fuß nicht mehr gehen konnte, wegen den Warzen. Das war übelst schlimm gewesen. Da wurde halt alles Mögliche versucht, um diese Warzen zu behandeln. Ich war bei verschiedenen Ärzten gewesen. Die haben die Warzen rausoperiert, chirurgisch, sind dann wieder nachgewachsen. Ja. Ich hatte verschiedene Haushaltsmethoden versucht. Ja, keine Ahnung, sowas wie von Heuschrecken wegessen lassen und sowas. Alles, wir haben alles versucht, ja. Und ja, eines Tages haben wir dann die Empfehlung bekommen, mal zu einer Besprecherin zu gehen, die sowas behandeln kann, die sowas behandelt so an sich, ne? Ja, wir haben halt gesagt, so scheiß drauf, was haben wir zu verlieren? Das Leben, was ich so führe, Alter, das ist halt, Digga, wenn du auf einem Fuß nicht mehr auftreten kannst, weil du so eine krassen Schmerzen hast, dann kannst du halt, weiß ich nicht, das ist halt absolut nicht cool so, ne? Und dann haben wir das halt probiert, sind wir halt dahin gefahren, wir hatten da so, glaube ich, 3, 4 Sitzungen gehabt, oder ich halt, ne? Und, ja, was soll ich euch sagen, ne? Nach diesen 3, 4 Sitzungen waren halt diese Dornwarzen, die halt nicht mal durch medizinische Behandlung gefruchtet hat. Da haben sich verschiedene Ärzte dran gesetzt, die sind immer wieder nachgewachsen, die Warzen. Also durch Rausoperieren, wo die Medizin versagt hat, da hat halt eben diese Besprechung, was ja eben weiße Magie ist, hat eben gefruchtet so. Und ab dem Zeitpunkt habe ich dann so festgestellt, ja, wenn selbst irgendwo die Medizin versagt und sowas klappt, dann muss es ja irgendwie sowas geben wie übernatürliche Kräfte. Ne? Und seitdem her bin ich davon selbst überzeugt, so, dass es sowas gibt. Ne? Weil ich halt selbst am eigenen Leib festgestellt habe, Digga, wenn selbst Ärzte und Medizin und alles versagt
und sowas halt funktioniert, dann muss es safe übernatürliche Sachen geben, so. Seitdem her war ich da fest von überzeugt. So, und wenn mir irgendwelche paranormalen Erlebnisse widerfahren, dann kann man halt denken, ist Zufall. Aber wenn halt so eine Zufälle verhäuft vorkommen, dann lernt man das langsam zu realisieren, dass es eventuell nicht nur Zufälle sind. Naja, und so ein paar Sachen sind mir halt eben, so ein paar paranormale Sachen sind mir halt eben schon widerfahren, wo ich mir so denke, jo, Digga, das kann jetzt kein Zufall sein, so. Ich kann euch da jetzt nur ein Beispiel mal so konkret liefern, was jetzt vor relativ kurzer Zeit war. Das war halt auf Arbeit gewesen. Da hatte ich mich mit einem Kollegen über so eine paranormalen Sachen unterhalten. Und der hatte auch schon ein bisschen Erfahrung mit sammeln können auf dem Gebiet. Über solche Geschichten halt unterhalten. Ich kann jetzt da nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das halt auch teilweise privat war. Auf jeden Fall haben wir uns dann auch weil das halt auf Arbeit war, über einen bestimmten Klient halt unterhalten, sag ich mal so. Ne? Und wir saßen da in einem Dienstzimmer und im Dienstzimmer haben wir hinten auch einen Medikamentenschrank. Und ich verarsche euch nicht, wir haben 48 Bewohner, ne? Und der Medikamentenschrank, der war zwar schon ein bisschen zerfallen, so sag ich mal. Ne? Wir mussten hier und da schon Klebeband dran machen, damit die Fächer ordentlich bleiben und so, ne? Dass sie nicht rausfallen. Aber in dem Moment, wo wir uns darüber unterhalten haben, ne? Und wir saßen da halt und der Medikamentenschrank ist so um eine Ecke gewesen, ne? In dem Moment, wo wir uns exakt genau darüber unterhalten haben und mit dem Thema fertig waren, nicht mal 5 Sekunden später ist von demjenigen, und die Auswahl ist halt hoch gewesen, ist von denjenigen aus dem Fach vorne die Vorlage so nicht rausgebrochen, aber so die war abgebrochen und die musste man so reinklemmen. Und die war halt ausgeklemmt und ist auf den Boden gefallen. In dem Moment. So, und wir unterhalten uns gerade genau über diese Person so. Und in dem Moment passiert das und wir gucken dann so nach hinten. Wir hören halt nur, dass da irgendwas so umfällt. Und dann gucken wir uns beide so an und kriegen Gänsehaut auf einmal. So, und das sind halt so eine Geschichten, wo ich mir so denke, Digga, das ist jetzt aber kein Zufall. So, und ich habe halt das Gefühl, das habe ich schon öfter festgestellt, ich habe halt das Gefühl, wenn man sich über solche Sachen bewusst ist und die auch bewusst anspricht, dann lockt man ein bisschen die Aufmerksamkeit dieser höheren Wesen, sag ich mal, oder was das auch immer ist, keine Ahnung, diese höheren Mächte, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Kann auch sein, dass irgendwelche Geister in der Parallelwelt gefangen sind und uns darüber Signale, kann alles sein, keine Ahnung, will ich nicht abstreiten, ich weiß es nicht, weiß keiner von uns, ne? Deswegen bin ich da sehr neutral eingestellt, was das angeht. Ich habe nur eben die Erfahrung gemacht, dass es sowas wie weiße Magie gibt, deswegen es auch schwarze Magie geben muss und höhere Kräfte es geben muss irgendwo. Das ist meine Erfahrung, die ich gesammelt habe. So, und durch solche Zufälle merke ich halt immer wieder, dass da eventuell was dran sein könnte. Und wie gesagt, immer wenn man über sowas redet, habe ich das Gefühl, die hören einen zu und sind präsent in deiner Nähe und wollen dir damit irgendwelche Hinweise geben. Das heißt, jetzt gerade in dem Moment, wo ich mich mit euch über solche Sachen unterhalte, könnte es sein, dass jetzt hier gleich irgendwas passiert und mir jemand wieder irgendeinen Hinweis gibt. So. Das ist extrem gruselig, es ist aber schon ein paar Mal aufgekommen. So, in meiner Umgebung. Und halt eben durch diese Erfahrung, die ich gesammelt habe, unterstreicht das Ganze nochmal. Das ist ein heftiges Thema. Und solche Themen kommen halt auch immer, also die besten Themen kommen immer mitten in der Nacht auf, so habe ich das Gefühl. Und das ist auch jetzt wieder so. Also das sind geile Geschichten, die man sich so. Das sind auch so Geschichten, die erzählt man sich wirklich in der Nacht irgendwie. Digga, das kommt auch übel geil jetzt mit dem Hintergrund hier so, ne? Ist zwar alt, aber würdest du dich trauen, Bloody Mary vom Spiegel 3-mal zu sagen? Ich kenne das. Und nein, würde ich nicht. Ich weiß, ich bin dann Schisser und so, aber ich habe da einfach zu viel Respekt vor, dass da irgend sowas passiert oder ich irgendwas raufbeschwöre und so. Ich will es einfach nicht riskieren. Auch wenn ich dann Schisser oder ich würde es nicht machen. Ist ein alter Schuh, aber ich würde es nicht machen. So, und das Ding ist halt aber, du kannst halt nur, also entweder bist du so neutral eingestellt, weil du halt eben offen für alles bist,
Oder du kannst sowas nur wirklich fühlen, was ich sage und unterstreichen, diese Aussagen oder nachvollziehen, wenn du halt wirklich mal so am eigenen Leib gesehen hast und gefühlt hast, dass es sowas wie übernatürliche Kräfte und sowas geben muss. Weiße Magie wird halt in vielen Bereichen so auch angewandt, so, ne? Ich kenne zum Beispiel sehr viele Leute, die von Gürtelrose auch betroffen sind und die dann auch zu einem Besprecher gegangen sind und sich das besprechen lassen haben und dann weggegangen ist. So. Genau das gleiche bei mir mit meinen unheilbaren Warzen, die ich gehabt habe. So. Ne? Und Warzen ist halt auch so ein Ding. Das ist halt, wenn man an Warzen denkt, denkt man auch automatisch irgendwie an Hexen. Das geht so auch irgendwie einher, ne? Was auch irgendwie komisch ist. Warzen ist halt auch nichts anderes als Schmutz, als Dreck so. Das ist gefühlt wie Krebs ist das. Krebs ist auch nur eine Verschmutzung. Das ist Schmutz, das ist Dreck in deinem Körper so, ne? Nichts anderes. Und es gibt auch Beispiele, wo auch sowas tatsächlich behandelt worden ist durch Besprechungen. So. Das sind jetzt aber halt Stories von anderen, die kenne ich nicht selbst. Aber das wurde mir halt mal auch erzählt, dass halt jemand mit unheilbaren Krebs so besprochen hatte. Und da war das aber so gewesen, dass der Besprochene tatsächlich den Krebs dann von dem genommen hatte und aber auf sich selbst dann überzogen hatte. Der unheilbar krank war von Krebs, der hatte dann keinen Krebs mehr und wurde gesund, der ist genesen geworden auf einmal, komischerweise, wo die Ärzte den schon abgeschrieben hatten. Und der den besprochen hatte, der ist dann an Krebs verstorben. Es gibt viele so eine Storys. Viele Storys habe ich auch schon gehört. Vieles kann ich nicht bezeugen. Aber das, was ich euch davor gesagt hatte, das habe ich, oh nein, schon wieder verpasst. Das habe ich alles am eigenen Leib schon gespürt. Und deswegen bin ich da auch sehr offen und kann solche Sachen auch sehr gut nachvollziehen. Und ja, bei uns war es mal so, wir haben zum Geburtstag meines Bruders mit Freunden Gläserrücken gemacht und ohne Scheiß, während wir das paar Minuten gemacht haben, kam auf einmal unsere Mutter ins Zimmer und meinte so, ein Bild im Wohnzimmer von meinem Bruder ist runtergeflogen und kaputt gegangen. Digga, da kriegt man auch Gänsehaut, wenn man sowas hört, ne? Weißt du, so ein Bild, was halt fest an der Wand hängt, so, weißt du? Das ist genau das gleiche, wie ich vorhin gesagt hatte, dass so dieses Medikamentenfach auf einmal aus dem Schrank da rausgesprungen ist, in dem Moment, wo wir uns darüber unterhalten haben. Also, ja, das sind so Sachen, ja, da ist der Zufall irgendwie zu groß, dass das in dem Moment gerade so passiert, als dass es irgendwie nicht Zufall wäre, so gefühlt. Aber so eine Sachen sind immer übel scary. Und man hört davon viel zu viel, man hat's viel zu oft am eigenen Leib gespürt. Und da wäre ich dumm, wenn ich das abstreiten würde, irgendwie, dass es sowas nicht geben könnte. Aber das sind so alles Sachen irgendwie, das sind so Fragen, die werden wir niemals rausfinden können. Das sind vielleicht Fragen, die werden wir dann nach unserem Ableben dann erfahren. Vielleicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Da habe ich so eine persönliche Theorie, sowas passiert nach dem Tod. Da, keine Ahnung, wie gesagt, ich bin so halt nicht gläubig, aber halt, ich glaube halt an so eine Sachen, wie ich davor schon erzählt hatte, dass es höhere Kräfte geben muss irgendwie. Da habe ich auch so eine Theorie halt, dass man, keine Ahnung, gefühlt, ja, dass man alle Fragen, die man sich so im Leben stellt, ne, dass die dann einen beantwortet werden danach denn. Das kann dir ja auch keiner sagen, wie es ist. Ich meine, es gibt zwar auch viele Leute, die so Nahtoderfahrung haben, was auch krass ist. Aber ich habe zum Glück, muss ich jetzt natürlich sagen, toi toi toi, zum Glück habe ich sowas noch nie gehabt. Ne? Aber da hört man halt auch viele Geschichten so. Ne? Und die meisten hören sich auch nicht nach Geschichten aus dem Paulanergarten an.